Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es ein richtig leckeres Wohlfühlgericht, knusprige Forellen aus dem Airfryer mit einem cremigen Kartoffeln-Karottenstampf. Sehr einfach zu machen und ich kann euch nur sagen, schmeckt fantastisch. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Forellen, frische Petersilie, dann Rosmarin, wenn ihr da habt. Wir brauchen noch Olivenöl, eine halbe Zitrone, Paprikapulver, Salz und Pfeffer und wir brauchen noch Knoblauchzehe. Für die Stampfkartoffeln brauchen wir Kartoffeln, Karotte, ein Stückchen Butter, Milch und Pfeffer und Salz. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter dem Video und wir legen jetzt sofort los. Als erstes werden wir erstmal alles für den Kartoffelstampf vorbereiten. Die Kartoffeln und die Karotte werden geschält und in kleine Stücke geschnitten. Die geschnittenen Kartoffeln und die Karotte habe ich jetzt gewaschen, Wasser dazu gegeben. Jetzt füge ich noch Salz zu. Und auch optional natürlich ein Lorbeerblatt. Das muss bei mir immer sein, weil man merkt schon diesen Unterschied an Geschmack. Das ist einfach wunderbar für mich. Und jetzt werden die Kartoffeln und die Karotte gekocht, bis die weich werden. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Forelle. Die Forellen habe ich gründlich gewaschen, von außen, von innen und dann trocken getupft. Und jetzt werde ich ein paar Zitronenscheiben schneiden und ein paar Knoblauchscheibchen. Die brauche ich nachher, um die Forellen damit zu befüllen. Nun werden die Forellen mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gewürzt, von innen und von außen. In den Bauchraum von den Forellen kommen ein Zweig Rosmarin, frische Petersilie, dann 2 Scheibchen Zitrone, ich werde sie halbieren. Und ein paar Knoblauchscheibchen. Dann die Fische mit etwas Olivenöl bepinseln von beiden Seiten. Somit werden die richtig knusprig von außen. Und jetzt platzieren wir die Forellen in dem Korb von dem Airfryer. Vorsichtig, dass die Füllung nicht ausgeht. Ein bisschen Abstand zwischen den Fischen lassen. Wie ihr seht, ich habe die diagonal platziert, weil so passen die besser in den Korb. Und wir stellen die Temperatur 180 Grad und dann lassen wir 15 bis 18 Minuten garen. Die Forellen sind jetzt drin, jetzt gucke ich, was die Kartoffeln machen. Oh ja, die Kartoffeln kochen auch. Wunderbar. Ich nutze die Zeit und zauber noch einen knackigen Salat. Dafür habe ich hier gemischten Grünsalat. Mehrere Sorten habe ich schon gewaschen, abtropfen lassen. Dann würze ich mit Salz und Pfeffer. Olivenöl und Essig noch zufügen.
Gut vermengen. Und fertig ist der Salat. Es geht richtig schnell. Nun machen wir den Gabeltest. Wenn die Gabel leicht durch die Kartoffeln geht, dann sind wir fertig, ja. Und die Karotte auch. Das ist ein gutes Zeichen. Die Quiche sind jetzt auch fertig. Wir gucken rein. Ich bin gespannt, ihr bestimmt auch. Wow! Die sehen herrlich aus, die Forellen. Und einmal kann man hören, wie knusprig die Haut ist. Es passt von der Zeit her wunderbar, es geht schnell. Die Kartoffeln sind jetzt fertig, auch die Fische, der Salat ist schon fertig. Also jetzt nur noch die Kartoffeln stampfen. Dann kommt noch das Stückchen Butter rein, die Milch mit Pfeffer und Salz würzen. Ich liebe diese gemischten Stampf mit Karotte und Kartoffeln. Es ist so schön bunt. Und ein Tipp noch von mir, wenn ich Brokkoli zu Hause habe, dann mache ich auch noch Brokkoli dazu. Das ist auch richtig, richtig lecker. Eine super gute Kombination. So, fertig. Jetzt probieren wir. Sehr gut, sehr gut. Sensationell, würde ich sagen. Und jetzt freue ich mich, den Teller anzurichten. Das war's schon. Et voilà, da ist sie, die knusprige Forelle aus dem Airfryer in Kombination mit Kartoffeln, Karottenstampf. Und noch der knackige Salat dazu. Einfach perfekt. Probiert es und schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob euch das Gericht geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, auch über eure Abos, so verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!